The Science of Noise Bases. Noise Bases hört man im Moment an jeder Ecke und in verschiedenen Arten und Weisen. Künstler wie Imanu oder Bünshin haben den futuristischen Sound ein bisschen wieder nach vorne gepusht. Wings, Archaik oder aber Skylark haben den Noise Bass wieder in den deeperen Sound gebracht. Heute zeige ich euch, wie ihr verschiedene Arten von Noise Bases selber machen könnt und erkläre euch, was das Prinzip hinter diesen ganzen Noise Bases überhaupt ist. Jeder Noise Base besteht im Grunde aus 3 Grundzutaten, einer Sine Wave oder aber Low Frequency Content insgesamt, ein bisschen Noise und natürlich Distortion. Ich kann euch nicht richtig erklären, warum das so ist, aber es hat sich herausgestellt, dass wenn man tiefe Frequenzen mit hohen Frequenzen zusammen verzerrt und in der Mitte ein großes Loch ist, dann kommen diese aggressiv klingenden Noise Bases heraus. Und wie das in Serum aussieht, das zeige ich euch jetzt. Hier könnt ihr zum Beispiel einfach eine Sinuswelle nehmen und im Noise Tab einen Noise eurer Wahl. Das kann White Noise sein, Sample Noise sein oder irgendeine Aufnahme von Rauschen, die ihr habt. Im Effects Tab nehmt ihr dann einfach eine Distortion Unit und verzerrt den Sound. Je mehr Noise ihr nehmt, desto aggressiver klingt der Sound hinterher. Aber auch die Art der Distortion kann euren Sound schon verändern. An dem Punkt solltet ihr auch direkt mit der Abstimmung vom Sound rumspielen und ihr bekommt ganz unterschiedliche Ergebnisse. Ihr könnt aber auch statt einer Sine Wave eine Saw Wave nehmen. Die solltet ihr aber vor der Distortion mit einem Low-Pass-Filter eindämmen. So bekommt ihr ein anderes Timbre. Das ist also die Grundlage, auf der alle Noise Bases basieren. Jetzt ist es Zeit zum Experimentieren. Ich habe hier ein Patch in Vital gemacht. Das Grundprinzip ist im Grunde natürlich immer noch das gleiche. Ich nehme Low Frequency Content und Noise und verzerre es zusammen mit einer Distortion Unit. Hier habe ich den Sub aber mit ein bisschen Frequency Modulation erstellt. Mit Smearing und ein bisschen Unison bekommt der Sound direkt ein bisschen mehr Weite. Dann habe ich im Sample Tab das Noise ausgewählt und in Filter 2 geschickt. Mit einem LFO und einem High-Pass Filter gebe ich dem Noise direkt schon ein bisschen mehr Bewegung. Im Effects-Tab nehme ich einen Notch-Filter, damit der Sound noch etwas interessanter klingt und einen Chorus für etwas mehr Stereobreite. Dann nutze ich noch einen statischen Phaser, auch der gibt dem Sound mehr Charakter. Erst jetzt nutze ich die Distortion Unit, um den Sound zusammenzupressen und level ihn mit ein bisschen OTT Compression aus. Jetzt ist es aber so, dass in unserem Low-End viel Stereo-Information zu hören ist und das kann immer ein bisschen schwierig sein. Deshalb nehme ich noch einen High-Pass-Filter ans Ende der Effektskette und cutte das Low-End komplett weg. Den fehlenden Sub ergänze ich dann mit einem dritten Oszillator. Der spielt einfach eine Sine Wave und geht direct out. Mit ein bisschen Mid-Side EQ, 2 Dezibel Saturation und ein bisschen Glue Compression klingt der Sound dann so. Wenn ihr die Grundlage von Noise Bases einmal verstanden habt, könnt ihr die Technik nehmen und euch komplett austoben. Ihr könnt zum Beispiel einen Effects-Rack nehmen und euer High-End komplett anders bearbeiten als euer Low-End zum Beispiel. Spielt einfach mit den verschiedenen Arten von Noise Bases rum. Wenn ihr Fragen dazu habt, schreibt sie in die Kommentare und ich beantworte sie so gut es geht.